Jedes Mal, wenn ich einen Keilrahmen auspacke, falle ich hier über diese Keile. Zu 98% brauche ich sie nicht und ich werfe sie weg. Das muss aber nicht sein. Ich habe eine ultimative Lösung dafür gefunden, was wir damit tun können. Hallo und willkommen bei Verkunstet. Schön, dass ihr wieder dabei seid für ein neues Video mit mir. Ja, bevor ich das vergesse, ich habe es schon wieder gesagt, ich weiß es, aber ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen rauf, bitte, das würde mich sehr freuen, und drückt die Glocke gleichzeitig, das wäre echt super. Ja, und damit gehen wir auch direkt in die Vollen. Ich hatte ja schon zu Anfang verkündet, was machen wir mit diesen wunderbaren kleinen Keilen, wenn ihr sie nicht für den Keilrahmen benötigt. Bisher habe ich die Dinger immer weggeworfen oder habe sie als Spatel benutzt. Habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, das ist ja irgendwie nicht alles. Da kann man noch mit Sicherheit etwas anstellen. Ich habe mich dem Problem angenommen und ich habe tatsächlich eine schöne kleine Lösung gefunden, die schnell, einfach und für jedermann machbar ist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der kleinen Materialliste. So, als erstes werdet ihr natürlich den Keilrahmen haben oder mehrere Keilrahmen, so wie ich auch, wo ihr, wenn ihr hier schon schaut, der ist jetzt hier noch original verpackt, hier schon seht, hier haben wir einmal so ein Paketchen mit diesen Keilen. Ich habe hier schon ein kleines Sammelsurium an den Keilen herausoperiert aus den ganzen Keilrahmen und zusammengetragen, damit ich damit halt eben mein Projekt starten kann. Was brauchen wir noch? Relativ simpel. Wir brauchen einmal einen Kleber. Hier habe ich vorher schon ein bisschen herum experimentiert und festgestellt, dass es eigentlich am besten hier mit einem Pattex-Kleber geht oder halt irgendeinen Kraftkleber. Dann hält das Ganze wirklich fest. Ich habe einmal Farben, wie ich sie haben wollte. Einmal weiß, einmal blau. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, ganz klar. Ich habe mir einen Schwamm genommen, für die Farbe nachher aufzubringen. Hier habe ich so ein paar Deko-Elemente. Ich möchte meinen Teil nachher natürlich verschönern. Und ein bisschen Draht. Und einmal etwas zum Befestigen, wer es denn an die Wand nachher nageln möchte. Und nochmal hier so eine kleine Staffelei für die Leute, die es gerne einfach nur stellen wollen. Okay, also wir haben hier einmal das Tütchen und nehmen hier die Keile raus. Sind immer 2, 4, 6, 8 Stück, wie man sieht. Und dann puzzeln wir uns das Ganze zu einem Trommelwirbel, kleinem Keilrahmen bzw. Bilderrahmen zusammen. Nicht Keilrahmen, Bilderrahmen. Das heißt, ich lege mir hier die Kanten so zusammen. Ich schaue wohl vorher immer so ein bisschen, dass das Holz auch passt, also dass das nicht zu sehr voneinander abweicht. Das heißt, ich lege mir das vorher einmal so zurecht. Einmal hier. Und einmal hier. So. Und wenn wir das haben, tada, sieht man auch schon, das wird also die ungefähre Größe, nicht ungefähr, das wird die Größe von unserem kleinen Bilderrahmen. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Kleber. Was ich jetzt mache, ist, ich beklebe immer hier die Kanten und warte. Bei diesen Kraftklebern ist es immer so, dass ihr das nicht direkt aufeinander klappen könnt, weil dafür steht ja auch drauf, ihr müsst immer einen Moment warten, bis der Kleber angezogen hat, also bis er eigentlich schon so fast die Konsistenz von so einer dicken Pappe hat. Und dann könnt ihr das eigentlich erst auch zusammenbringen, das Ganze. Also einmal hier auf die Kanten bringen. Es darf auch ruhig ein bisschen dicker sein, weil das werden wir nachher sowieso entweder mit dem Finger abstreichen, wenn wir es zusammengesetzt haben, oder halt mit ein bisschen abschleifen, abziehen.
Und wenn da Farbe drauf kommt, sieht man es nachher sowieso nicht mehr. So, ich würde sagen, das mache ich jetzt hier einmal ringsrum. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier schon mal ein weiteres vorbereitet und habe das auch einmal gut durchtrocknen lassen, weil damit wir hier auch genug Stabilität haben, also nur wenn man das jetzt zusammengedrückt hat, alles zusammen, sollte man dem Ganzen doch noch ein bisschen Trocknungszeit geben, damit es auch wirklich fest alles wird. Also ich habe hier ein fertiges Produkt oder einen fertigen Bilderrahmen schon mal hier liegen. Den habe ich dann ein paar Stunden noch mal trocknen lassen. Jetzt würde es weitergehen mit dem Bemalen, weil nur diese Farbe hier fände ich jetzt persönlich etwas langweilig. Das geht relativ einfach. Ich habe hier ganz einfache Acrylfarbe, also nichts Besonderes. Das packe ich hier auf das Schwämmchen, wenn denn dann was käme. So. Und kann das dann hier einmal auf das Ganze drauf bringen. Und ihr seht, das geht eigentlich relativ einfach. Wenn ihr jetzt so ein bisschen Shabby Look haben wollt, müsst ihr es auch nicht so akribisch überall aufbringen, sondern so, wie es euch gefällt. Das mache ich jetzt hier einmal ringsrum, einmal Vor-, einmal Rückseite und einmal natürlich hier in den Innenseiten und Außenseiten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich habe das Ganze jetzt fertig bemalt. Insgesamt habe ich 2 Aufstriche gebraucht mit Weiß, um hier den Ton so zu bekommen, wie ich das gerne hätte. Ihr seht es schon. Ja, jetzt kann man sich überlegen, dass man entweder sagt, ich möchte das direkt an die Wand hängen. Dann würde ich empfehlen, hier, das hatte ich mir mal geholt, das sind hier so ganz kleine Aufhängerchen, die kriegt ihr in jedem Baumarkt. Die kann man bequem mit der Heißklebepistole hier hinten aufkleben, hält super und dann an die Wand bringen. Wenn ihr sagt, ihr wollt das Ganze noch ein bisschen dekorieren, weil so ist es euch zu nackt, also mir wäre es jetzt zu nackt. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte euch ja ganz am Anfang schon so gezeigt, wie hier so Knöpfe und Sterne und Herzen. Ich habe hier mal mal 2 Beispiele gemacht, wie ich es jetzt hier für mich gerne haben möchte. Und zwar habe ich hier das Ganze noch mal mit ein bisschen Blau betont, habe mir hier Knöpfe mit der Heißklebe aufgeklebt und habe hier mit Draht, das ist hier dieser ganz einfache Basteldraht, den ihr gut bei Teddy oder so preiswert kaufen könnt. Der ist auch so dünn, den könnt ihr super mit der Schere durchtrennen. Da braucht ihr auch nichts Besonderes für. Den habe ich hier einfach umwickelt. Also ihr seht es schon, hier einfach rumherum gewickelt, dass das Ganze hält. Habe hier einmal mir das um einen Stift gedreht, um hier diese Kringelung hinzubekommen und habe hier eine der Klammern genommen und fertig war das Ganze. Ja, ihr seht schon, relativ simpel. Hier habe ich es mit den Sternen gemacht. Ich hatte mir hier so kleine Klammern mit Sternen gekauft, habe von einigen Klammern die Sterne runtergemacht, vorsichtig heruntergelöst, auch das geht, und habe sie hier drauf geklebt. Ja, also das wäre die andere Möglichkeit, was man aus dem Bilderrahmen machen könnte. Ja, ich denke, simpel, einfach. Mir gefällt das total gut. Ich weiß nämlich auch schon genau, was ich damit machen möchte. Da werden wir nämlich unsere Familie drin einrahmen. Ja, ich denke, macht es nach. Damit sind wir schon wieder zum Ende angekommen der Anleitung für die Keile. Was machen wir damit, wenn wir sie nicht wegwerfen wollen? Ja, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie es uns beiden Spaß gemacht hat, dieses Video zu drehen. Drückt den Button für I like it und abonniert auch den Kanal, das würde mich sehr freuen. Drückt auf jeden Fall auch auf die Glocke. Auch das will ich nicht vergessen zu sagen. Mein Mann wedelt da hinten schon wieder ganz aufgeregt mit den Armen und Händen, damit ich das ja nicht vergesse. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder hier begrüßen durfte zum Verkunstet-Thema hier bei mir. Bis demnächst, habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Es knarzt nicht. Es knarzt
knarzt nicht. Scheiße. Du hast den Stuhl vertauscht. Ja, ich habe extra darauf geachtet, dass der Stuhl nicht knarzt. Kennt ihr das Problem, wenn ihr einen... Ich hasse es, wenn er das macht. Vor allem so im Hintergrund. Ich kann nicht was werfen. Anstrengend du bist. Denk dran, in der Hölle nehmen sie auch. Hab dich auch lieb. Mhm. Denk dran, ich stehe vor der Kamera. Kennt ihr das Problem, wenn ihr einen Keilrahmen auspackt, dass ihr hier immer wieder über diese kleinen... Du bist so doof. Verdammt. Packt hier diese wunderbaren kleinen Keilrahmenspanner. Boah. Nochmal. Das wird heute etwas länger dauern, glaube ich. Reicht dir das? Geht doch. Ich war nicht eingestöpselt. Doch, ich war eingestöpselt, aber das Gesicht war es wert. Ich hasse sie. Bis dahin, tschüss zusammen. Jetzt nochmal mit eingestecktem Mikrofon. Ich wollte. Das solltest du lieber nicht tun. Einfach den Button Like bei mir an meinem Kanal. Abo war's. Abo war's. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Okay. Süßer die Glocken, die Du sollst klingen. vielleicht Schilder hochhalten, damit ich das mir alles merken kann. Und lass das Ja weg. Ja, hallo. Willkommen bei Verkunstet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolltest du nicht das Ja weglassen? Kann ich bitte nach Hause? Damit sind wir schon wieder zum Ende angekommen des kleinen Huawei. Huawei. Damit sind wir schon durch mit dem kleinen Anleitung Gedönse. Kann ich? Schön. Damit sind wir auch schon fertig mit dem kleinen Basteln für die Keile. Boah. Kaufe Krankheit mit K. 50. Ja. Kleinitis. Kleinitis. Ja, damit bin ich schon wieder... Nein. Nein. Dies ist das Ende. Nach dem Tod kommt nichts. Nach dem Tod kommt nichts. Das ist dann damit das Finale. Tja.